Hallo Dennis, ich bin's, der Marco. Ich weiß, momentan machst du sehr schöne Gerichte und jetzt bin ich mal dran. Und ich wünsche mir etwas mit Kartoffeln, mit Fleisch und mit Erbsen. Also viel Spaß und ich erwarte es dann irgendwann in den kommenden Tagen auf meinem Teller. Danke. Mein lieber Captain, vielen Dank für dein Lob. Ich habe mir Folgendes für dich überlegt. Und zwar machen wir ein wunderschönes Flanksteak mit einer Kräuterbutter, Kartoffeln. Wie könnte ich anders, als dir Kartoffelpüree zu servieren? Ich weiß, wie sehr du das liebst. Anstatt der Erbse würde ich Bohnen empfehlen. Das Eiweiß der Bohnen in Kombination mit der Stärke von den Kartoffeln ist eine optimale biologische Wertigkeit. Und das passt einfach wunderbar. Als erstes setzen wir die Kartoffeln auf. Die geben wir in Wasser, natürlich mit Salz, lassen die ordentlich kochen, damit wir dann das Kartoffelpüree herstellen können. Während die Kartoffeln kochen, kümmern wir uns um die Kräuterbutter. Denn in die Kräuterbutter kommt jede Menge rein. Es ist eine Original Café de Paris Butter. Da wir alle Kräuter gleichmäßig hacken wollen, können wir uns die verschiedenen zusammentun. Und zwar haben wir die weichen Kräuter mit Dill und Petersilie und wir haben die harten Kräuter mit Rosmarin und Thymian. So ist es einfacher zu hacken. Dann nehmen wir den Rosmarin und den Thymian. Dazu der Majoran. Dann kommt eine Schalotte dazu, die wir in kleine Würfel schneiden. Zuletzt schneiden wir noch eine Knoblauchzehe in Würfel. Ich mache immer wahnsinnig gerne am Anfang der Grillsaison den richtigen Batzen Butter. Die kann man dann portionieren, einrollen, ins Gefrierfach legen und immer wieder rausholen, wenn man sie braucht. So hat man nur einmal im Jahr die Arbeit. Das Wichtigste ist am Anfang, dass man die Butter schlägt. Sie muss richtig geschlagen werden, sie muss schön weich, cremig, ein bisschen schaumig sein, bevor man die anderen Zutaten hinzugibt. Immer wieder runterdrücken. Wir haben unsere gehackten Kräuter, die Schalotten und den Knoblauch. Dazu kommt etwas Zitronensaft, etwas Cayennepfeffer, ein bisschen Senf, ein bisschen Worcestersoße und ein ganz bisschen Tomatenmark. Und jetzt lassen wir das Ganze noch mal richtig durchschlagen. Aber wichtig, am Anfang ganz langsam, denn sonst fliegen die Kräuter durch die ganze Küche. Zum Schluss kommt noch Salz dran. Gerade bei Kräuterbutter nehme ich am allerliebsten Meersalz. Ich koche sowieso verdammt gerne mit Meersalz, weil es einfach eine knusprige und andere Note hat. Aber bei der Kräuterbutter löst sich das Salz nicht richtig auf. Das heißt, wenn ich es hinterher auf unser Steak packe, habe ich so einzelne salzige Crisps, ja, die Flocken von diesem Meersalz, die einfach wahnsinnig gut hervorkommen. Weil sich die Butter manchmal ganz am Boden etwas absetzt, rühre ich zum Schluss noch mal einmal kräftig durch, und zwar von Hand. Für unser Bohnenragout nehmen wir Kenia-Bohnen und die befreien wir erst einmal von den Enden. Das heißt, wir schneiden hinten ab und vorne ab. Und weil die uns dann noch ein bisschen zu groß sind, halbieren wir sie noch einmal. Die grünen Bohnen kommen ganz kurz in das kochende Wasser. In der Zeit können wir schnell eine Zwiebel in Würfel schneiden. Und jetzt müssen wir auch schon unsere Bohnen abschrecken, damit sie ihre Farbe behalten und noch etwas Biss haben. Als erstes schwitzen wir für die Bohnen die Zwiebeln an. Dazu geben wir noch etwas Knoblauch, Salz und Pfeffer natürlich nicht vergessen. Und wir geben etwas Tomatenmark dazu. Dazu geben wir nun unsere Bohnen. Die Bohnen brauchen wir nicht mehr lange kochen, sondern wir lassen sie nur noch etwas dünsten, da sie ja schon gar sind. Und ganz zum Schluss vorm Anrichten kommen noch unsere Kräuter dran. Unsere Kartoffeln können wir jetzt stampfen.
Wie man sieht, kann man das Kartoffelpüree mit dem Schneebesen wunderbar glatt stampfen. Ein paar Klümpchen oder ein paar Stückchen dürfen ruhig bleiben, denn es soll ja kein Babybrei sein. Und ich mag es persönlich sehr, sehr gerne, wenn es noch ein paar Stücken hat. Wir geben nun etwas Milch dazu, aber vom Verhältnis her geben wir, auch wenn es nicht der beste Ernährungsaspekt ist, immer mehr Butter hinzu als Milch, weil dann wird es richtig cremig. Wir lassen die Butter jetzt wunderbar in dem Püree schmilzen und geben schon mal etwas frische Muskatnuss dazu. Auch hier zählt wieder, man kann immer noch was nachwürzen von der Muskatnuss, aber zu viel schmeckt nicht. Das sieht schon wirklich wunderbar aus. Super luftig, super cremig. Genau so muss ein Kartoffelpüree sein. Nun braten wir unser Flanksteak. Dazu gebe ich etwas Öl auf die Grillplatte. Und zum Öl habe ich für euch noch einen besonderen Tipp heute. Heute habe ich eine kleine Ölkunde. Wir haben 3 Kategorien von Öl. Aromatisieren, erhitzen, braten. Mit dem Kürbiskernöl können wir eine Kürbissuppe wunderbar verfeinern oder mit dem Walnussöl können wir ein super Dressing machen, aber diese werden nicht erhitzt. Zum Erhitzen kann man das Trüffelöl oder das Sesamöl wunderbar nehmen, für eine Pasta oder für ein Wokgemüse, aber nicht zum Braten, denn dann werden sie bitter. Zum Braten nehmen wir unser Rapsöl oder unser Olivenöl. Das Olivenöl eignet sich aber natürlich auch wunderbar für einen Salat. Kleiner Tipp von mir noch, morgens ins Müsli ein bisschen Leinöl. Hat wahnsinnig viele ungesättigte Fettsäuren und ist wunderbar bekömmlich am Morgen. Das Flanksteak braten wir jetzt von jeder Seite so circa 3 Minuten an, damit es schön Farbe bekommen hat. Und dann lassen wir es kurz ruhen, bevor wir es aufschneiden. Jetzt geben wir an unser Fleisch noch ein paar Kräuter und Knoblauch. So langsam ist es auch an der Zeit, dass wir die Kräuter für unser Bohnenragout schneiden können. Nämlich die Minze, Basilikum und Salbei. Unser Flanksteak ist jetzt genau auf dem Punkt. Wir lassen uns jetzt noch 5 Minuten ruhen und dann können wir anrichten. Unten drunter kommt unser wunderbar cremiges Kartoffelpüree. Dann haben wir unser Bohnengemüse, wo jetzt ganz zum Schluss noch die Kräuter hinzukommen. Und eine wunderschöne Tranche von unserer Flanke. Klein bisschen Meersalz und einen ordentlichen Schlag von unserer Kräuterbutter. Mein lieber Marco, wir haben das Fleisch, wir haben die Kartoffeln, wir haben die Bohnen. Alles ist auf dem Teller. Nur leider, es ist nicht dein Teller. Dennis, grüß dich. Hi. Nobi, mein Lieber, schön, dass du da bist. Ich darf wieder zu dir kommen. Ich freue mich sehr. Was gibt's heute? Heute gibt's ein Flanksteak mit Kartoffelpüree, Bohnenragout und selbstgemachter Kräuterbutter auf Wunsch des Captains. Ich bin gespannt, wirklich. Also Liebhaber von Fleisch müssen Flanksteak essen. Das sage ich auch immer. Aber jedes Mal, wenn ich das mache und Michael das sieht, dann sagt er, hau mir ab mit der Scheiße. Das ist natürlich, ein Rinderfilet ist natürlich zarter und weicher, aber stimmt. auch ganz anders im Geschmack. Eben, weil das hat noch eine richtige Fleischnote. Bombe. Wow. Vielen, vielen Dank, mein lieber Nobby. Und wenn ihr das nachkochen wollt, findet ihr die Zutaten wie immer am Ende. Und wenn ihr vielleicht mal einen Küchentipp braucht, schreibt es einfach in die Kommentare. Tschüss, macht's gut. Ciao.